Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 2 Monate, Mai und Juni, für das Kollektiv der Skorpione. Ja, hier haben wir so ein bisschen einen Zustand, wo wir nicht unbedingt nach vorne preschen sollen, wo wir uns Zeit nehmen sollen, damit wir ein besseres Ergebnis haben für alles, wo wir jetzt unentschlossen sind und etwas entscheiden dürfen. Die Gedanken sind hier wichtig, also nicht so sehr in das Negative reingehen, sondern das fokussieren, was man sich wünscht. Unterm Deck haben wir die Genesung von Mutterthemen. Das ist eigentlich auch manchmal etwas, was einem im Weg stehen kann bei den Dingen, die man so für sich umsetzen möchte oder manifestieren. Ich lege das mal weg, weil wir brauchen einfach den Platz. Und jetzt schauen wir, was ich wahrnehmen kann. Ja, das ist spannend. Es geht ja hier darum, Entscheidungen zu treffen. Und hier zeigen sich schon die Wege. Hier ist auch der Austausch, Gespräche über Entscheidungen oder Möglichkeiten, die sich hier zeigen, die eine Veränderung auch in diesem Zeitraum mitbringen. Ne? Wir haben die Veränderungen im Haus des Klees, zunächst mal etwas, das uns vielleicht Erleichterung mitbringt oder auch mehrere Möglichkeiten oder auch den kurzen Zeitraum. Möglicherweise ist es eine Veränderung, die eine lange Zeit ablöst, bei der man in irgendetwas eingebunden war oder verbunden war. Möglicherweise sind es ja auch Menschen, die Veränderungen mitbringen, Ideen. Es geht um das Beziehungsleben, es geht um das Umfeld, es geht um das Auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Und es gibt vielleicht im Leben einiges, was noch geklärt werden muss. Ich sehe für einige von uns das Bestehen einer karmischen Lektion. Das ist interessant, denn hier liegt das Buch im Haus der Schlange, die Schlange liegt neben drüber. Das ist natürlich auch die Erfahrung, die wir mit unserer Mutter gemacht haben oder auch hier mit unseren Eltern. Und es ist so, dass da Wissen aufgeht, das auch Veränderung mitbringt und eine neue Energie einfach zu sehen ist. Wir haben die Blumen im Hause der Blumen drin. Wir haben eine Kurskorrektur, die langfristig neue Ergebnisse mitbringt, die uns auch im Bereich Vitalität, langfristige Zeiträume wieder zur Ruhe kommen lassen. Der Neubeginn liegt im Haus des Neubeginns. Es können natürlich auch Sachen sein, die man mit den Kindern hat oder dass Kinder neue Wege gehen. Ich habe für einen oder anderen Skorpion auch, dass sie partnerschaftliche Trennungen entweder verdauen oder vornehmen. Tja, wir haben die Wunscherfüllungskarte im Hause der Veränderungen an sich drin. Also das, was sich hier auf den Weg macht, wenn vielleicht auch zeitverzögert, das öffnet hier neue Türen. Der Schlüssel liegt im Haus der Spiegelung mit den Blumen, der Wunscherfüllungskarte und auch mit, wie nenne ich es, mit einer sicheren, guten Zeit und Prognose, wo man echt ein neues Kapitel aufschlagen kann. Es kann hier auch um Verträge im häuslichen Bereich gehen, sprich Umzüge, häusliche Veränderungen.
Hier ist noch die Glückskombination. Im Hause des Herzens liegt der Stern drin, die Glückskarte. Eigentlich ist das so gut, dass ich mich gar nicht zu sagen traue. Hier sieht man sehr gute Wege, die entstehen, wo man so einen manifestierten Blues auch hinter sich lässt. Es können neue Weggefährten mitkommen. Es entstehen vielleicht Entscheidungen auch, die mit eurem Umfeld, Freunden, Kollegen, erwachsenen Kindern zu tun haben. Ein oder andere überlegt vielleicht, sich ein Tier zu kaufen. Wir haben hier eine Energie, die wirklich auf dem kurzen Zeitraum sehr viel Glückspotenzial mitbringt. Also das sind wirklich Wege, die präsentieren sich, die füllen Energie wieder auf, die ermöglichen Neubeginne im verbindlichen Bereich und auch in allen Themen, die wir mit Beziehungen und Verträgen haben. Wir liegen in unserem eigenen Haus, das ist schon mal gut. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich im Hause des Gegenübers den nicht erschrecken, es ist eben die Karte des Anfangs und des Endes des Tages sehen kann. Und es ist vielleicht so, dass sich hier auch Neuanfänge fürs Gegenüber zeigen oder dass ein Gegenüber im Moment nicht so verfügbar ist oder eigene Schwierigkeiten löst oder aber auch eben Trennungen überwunden werden. Für einen oder anderen ist es vielleicht auch so eine gewisse Sprachlosigkeit, die sich irgendwo zeigt. Oder für viele, die sich hier auch nichts mehr zu sagen haben, nennen wir so. Die Routen gehen raus, das heißt, wir haben kein großes Konfliktpotenzial, hier kommt mehr Ruhe rein, mehr Stabilität bei allem, was auch aufregend war oder wo man vielleicht auch Zwist hatte, Streits hatte. Irgendwie haben wir die Finanzen im Haus der Arbeit drin. Möglicherweise gibt es finanzielle Themen, die gerade ausbremsen. Es kann jetzt auch etwas vom Gegenüber sein oder was über den beruflichen Bereich sich zeigt. Es gibt hier zwei Dinge. Einerseits ist es so, dass einen etwas kosten kann, ja, eine kleinere Ausgabe, vielleicht auch die Einstellung zum Thema Geld, Klärungen im finanziellen Bereich. Der ein oder andere hat vielleicht Einbußen, weil er durch das Außen Blockaden hat. Aber ich sehe, dass beim Rösseln langfristig, auch wenn jetzt hier kleinere Ausgaben zu sehen sind oder dass man mal etwas investiert, dass man das langfristig hinkriegt und auch sich wieder erarbeitet. Es kann sein, dass sich plötzlich Dinge klären, die mit dem finanziellen Bereich auch zu tun haben. Es kann ja auch das Geld der anderen sein, zum Beispiel für Familienmitgliedern oder Eltern oder so. Ja. An sich ist es eine Energie, die sehr viel schicksalshafte Blockaden auflöst, die ein neues Kapitel ermöglicht. Auch ein bisschen wirft das Schicksal uns das Glück vor die Füße und beendet einen Zustand, wo auch sehr viel Herausforderung war. Man sieht tatsächlich im Bereich der Liebe Umbrüche. Das kann sein, dass man einen alten Schmerz überwindet, dass Eifersüchteleien sein können. Der ein oder andere fühlt sich hier auch doppelt gebunden oder hängt noch irgendwo in der Vergangenheit ein bisschen nach. Es können ja auch Missverständnisse sein innerhalb von Partnerschaften, dass man sich zum Beispiel jeder seinen Weg anders irgendwie gehen möchte und da so ein bisschen aneinander gerät.
Wir haben die Fliege mit dem Thema Gedankenkontrolle und unterm Deck das Thema Entfaltung. Das ist jetzt auch so, ne? Man denkt sehr viel nach, man ist vielleicht gebunden, man kommt nicht zur Ruhe, man hat ja auch sehr viele Karten auf dem Kopf oder viele Schauplätze. Aber es ist so, dass das Endprodukt dieser Legung unglaublich viel Potenzial hat für Dinge, die ihr euch so vorgestellt habt und sich das jetzt große Gedanken machen nicht lohnt, denn hier kommt etwas, was sich entfaltet. Im Prinzip hat man hier Aufbruchstimmung, man möchte voranpreschen und so, aber wir haben hier auch, das hat sich gedoppelt, ne? Achte auf deine Gedanken und warte. Also hier keine Schnellschüsse machen oder vorschnelle Entscheidungen treffen, das ist hier kontraproduktiv. Ich suche meine Karten, Moment. Es ist eine Phase, bei der sich sehr viel klärt, wo man sich auch danach wieder reiner fühlt, vor allem auf der emotionalen Ebene. Wir haben das Element Wasser mit drauf, Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion, und unterm Deck haben wir die Fruchtbarkeit. Hier ist es die Entfaltung. Auch hier ist wieder das Element Wasser. Es wird sehr viel um Emotionen gehen in dieser Zeit. Und was bringt uns der Glücksimpuls noch mit? Das passt sehr gut. Wir kriegen eine andere Lebensqualität, mehr Lebensenergie. Und es gibt hier noch unerwartete Wenden, ne? Sachen, mit denen man jetzt nicht rechnet. Deshalb, wir können uns nicht immer über alles nur Gedanken machen. Wir können nicht alles abchecken. Manches wird vom Außen auch nochmal korrigiert oder sich anders gestalten. Ihr lieben Skorpione, ich wünsche eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.